Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich bin heute in Bernau am Chiemsee. Ein bisschen weiter drin im Ort kann man parken. Dann geht es die Meierhausenstraße einer und dann steht schon geschrieben Richtung Herrenalm. Ich werde heute die Herrenalm als letzte Station nehmen. Die ist bewirtschaftet, da kann man sich also reinsitzen, Almbrotzeiten und so weiter. Heute eine ganz kleine Hüttenrunden. Ich habe Nachmittag noch ein bisschen was anderes vor. Ich würde sagen, auf geht's! Heute geht's aus meiner kleinen Wanderkristallkugel, auf meinen kleinen Wanderplaneten und aus dem Ort. Und da haben wir gleich einen Blick in Richtung von unserer Natur. Wir gehen aus Bernau raus. Da riecht es nach frischem Hai. Ich bin in Bernau losgegangen und habe in Bernau geparkt. Am Ende von dem Feldweg, auf dem ich gerade gehe, gibt es einen Mini-Parkplatz. Aber heute ist Montag und am Wochenende darf ich mit dem Parkplatz nicht rechnen. Da ist gescheiter, man nimmt den Feldweg in Kauf. Die Tour ist nicht so lang, da schafft man das Stück auch noch. Wir sind schon bald im Ortsteil Kreimoos. Da kommen wir auch gleich an dem Mini-Parkplatz vorbei, von dem ich geredet habe. Gleich am Anfang schon Bankerl. Aber wer sich da jetzt hinsitzt, der hält der Hitze aus. Ich glaube eher, das ist was zum Runtergehen. Eine kleine Bachüberquerung. Und da steht schon wieder angeschrieben. Herrenalm, Lindelalm. Da sind wir auch schon dabei. Ich möchte ja über die Lindelalm hinaufgehen. Da hat man einen gigantischen Blick über den Chiemsee. Und dann weiter zur Herrenalm. Die Tour ist in der Tourismusseite Chiemgau Alpenland drin, aber in der anderen Richtung. Kann man natürlich auch machen. Ich zeige es euch heute einmal so rum. Und wieder ist es gut angeschrieben. Wir gehen links weiter. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann können wir da auch wieder runter. Ein Stück weiter oben wird es dann zu einer kleinen Runden. Es ist praktisch der Runterweg, nur mal dasselbe wie man aufgehen. Und so wie es mir jetzt gingen, ist rauf zu ein bisschen das Steilerne, was ich so insgesamt gesehen habe, und runter zu dann das Flacherne. So mag ich aber lieber, darum gehe ich auch in der Richtung, weil wer steil bergab geht, belastet seine Gelenke mehr. Und wenn es nicht sein muss, dann machen wir es nicht. Und weil wir da gerade vorbeikommen, schauen wir natürlich auch mal in die Marienkapelle rein. Da machen sie uns wieder einen Strich durch die Rechnung. Also über die Lindelalm werden wir nicht aufgehen, wegen Forstarbeiten gesperrt. Liegt wahrscheinlich Zeug rum. Gut, ihr wisst, an sowas halte ich mich auch. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Bauern neidisch sind auf Wanderer, wenn man solche Sachen missachtet. Aber mal schauen.
Dann gehen wir halt den anderen Weg Richtung Hernalm weiter. Und weil es ja nicht so weit ist, gehen wir halt einfach oben zur Lindelalm weiter bis zu unserem Chiemseeblick, den ich heute sagen wollte, und dann das Stückel wieder runter. Man sieht Lindelalm, Hernalm, 35, 36. Die 35 ist gespart, die 36 nicht. Da wird scheinbar ein Weg hergerichtet. Also damit haben wir noch nichts zu tun, da können wir noch weitergehen. Man hört aber auch schon Kettensägen laufen und das bisschen Acker darauf hält uns jetzt nicht auf. Aber oben müssen wir halt dann die 36er weitergehen, so wie es entsprechend angeschrieben war. Naja, die hat schon ganz schön wild zu. So, ich bin wieder herunten. Gerade beim Aufgehen habe ich mir gedacht, schaust nur mal in den Karten rein. Dabei, Mucken haben auch schon wieder da. Steht es in der Alpenvereins-App wunderbar drin. Man sieht zwei aktuelle Sperrungen. Man kommt zur Lindelalm auf keine von den zwei Varianten hin. Die ist hinter mir ein Aufgang. Aus dem Grund gehe ich jetzt praktisch doch nicht da auf, sondern herunten weiter. Und da heißt es über die Wolfsschlucht gehen wir da zur Hernalm auf. Dann geht es halt doch in der anderen Richtung und nicht, wie ich gemeint habe, dass ich die Schlaufen dann aufgehen kann. Wir gehen schon wieder auf eine Schüttel zu mit einer Information. Wegeschäden könnte einfach heißen, das was abgerutscht ist, macht uns Zweibeiner nichts aus. Maximal 5 Personen. Ich weiß nicht, ob es für normale gilt oder nur für über 100 Kilo. Da steht es auch wieder angeschrieben. Hoppala. Hernalm, Lindelalm. Wir sind am Salinenweg. Naja, das könnt ihr euch genauer durchlesen, wenn ihr selber mal da seid. Jetzt gehen wir über die wackelige Brücken oder die nicht so viel aushalten. Hat es mir ausgehalten, die Brücken. Darüber haben sie es auch gleich nochmal hingeschrieben, dass man ja nicht mit mehr als 5 Leuten aufgeht. Jetzt geht es in einem Steig weiter, über Stock und Stein. Ihr wisst ja, dass mich das rein gar nicht stört. Vielleicht können Sie ein paar erinnern, der typische Schutz gegen die Blaufußrehe. Das habe ich euch ja am 1. April bei meiner Tour erklärt, was das mit den speziellen Reh auf sich hat. Aufgrund der Menge muss ich sagen, ist es mir zu blöd,
Das ist zäh. Das mit der Salinentreppe war ernst gemeint. Nach den ganzen Stufen ist es jetzt leicht links gegangen. Und da ist dafür richtig flach jetzt. Ein schöner, kühler Waldweg, genau das Richtige für den Sommer. Die Stufen sind echt ein bisschen ekelhaft. Ich habe mich schon gewundert, wie ich es in der Karte angeschaut habe. Beschrieben war, dass das die flacheren Seiten ist und die Höhenlinien noch hat es nicht ganz zusammenpasst. Die Salinentreppen habe ich bis jetzt auch noch nicht gekannt. Das war wahrscheinlich das Stückerl, das einzige, wo es echt ein bisschen steiler zur Sache geht. Da muss man sich halt gut einteilen und gemütlich aufgehen. Darüber ist der Weg jetzt schon eine ganze Zeit lang nass. Da läuft es über die ganze Breiten von dem Hang quer über den Weg drüber. Obwohl gleich daneben ein Bachabgang. Und da sehe ich gerade, rechts ging es auf für Richtung Hintergschwend und Kampenwand und wir gingen links weiter Richtung Hernalm. Wir gingen schon in Richtung Hernalm raus. Da sehen wir schon durch die Baum durch. Und weil ich noch recht früh dran bin, werde ich das gleich machen. Dass ich ein Stück Richtung Lindlalm weitergehe und dann da wieder zurück. Da schnauft man wieder ganz schön. Es ist wieder dampfig. Ich hoffe, dass sich der Ausblick gleich rentiert. Ein Hexenröhrling. Hat der ein Glück, dass ich halt nicht beim Schwammerlsucher bin. Jetzt gehen wir nochmal auf Richtung Lindlalm und dann werden wir mal einen schönen Ausblick Richtung Chiemsee genießen.
Wir gehen gerade auf die Lindelalm zu. Das ist eine private Alm, also kann man nicht einkehren. Da kann man sich auch nicht einfach reinhocken, wenn keiner da ist. Aber ich gehe jetzt einmal hinten durch und dann schauen wir uns hinterhalb von der Alm den Ausblick auf den Chiemsee an. Man merkt schon, dass heute Montag ist. Man kann sagen, ich nutze meinen Urlaub richtig aus. Heute sind natürlich fast keine Leute unterwegs. Und auf dem Chiemsee sieht man auch, also wenn ich richtig Zeit habe, haben sie da vorne 4 oder 5 Segelboote und ein Dampfer legt da hinten gerade an. Und hinter der Herreninsel fährt auch einer. Aber sonst ist nicht so viel los. Und irgendwas muss ich richtig gemacht haben, dass ich mir das wieder heute verdient habe. Wir sind einmal auf die Hochplatten und wenn es auch kein Gipfel wird, ist es eine wahnsinnig schöne Wanderung. Das ist jetzt der Ausblick Richtung Kampenwand. Die ist da hinten, hinter dem bewaldeten Hügel, ein bisschen versteckt. Und da hinten sehen wir Richtung Aschau, so Richtung Zellerhorn und so weiter. Ich bin gerade wieder auf dem Weg zurück und gehe jetzt dann gleich wieder da rechts rein, hinunter zur Herrenalm. Die andere Seite ist auch herum abgesperrt mit Schudel. Da habe ich halt Pech gehabt, ich wollte ja schon gerne Runden gehen, aber mein Herz mit Kettensägen arbeiten. Dann sind in die Berg oft Seilzüge gespannt, wo es Holz ziehen und die sieht man nicht gleich. Als Wanderer vor allem kann es sein, dass die, ich würde sagen, schnalzen, also dass sie mal am Boden liegen und sobald der Motor einschaltet, geht das schnell nach oben und dann kann das richtig gefährlich werden, wenn man da vorbeigeht. Nach einem gemütlichen Aufenthalt in der Herrenalm mit einer kleinen Brotzeit und einem Bierchen geht es jetzt denselben Weg wieder runter. Heute leider eben wegen der Sperrung durch die Holzfällarbeiten, aber dann ist es halt mal so. Da sollte man dann wirklich auch nicht gehen. Ich habe es ja unterwegs schon mal erwähnt, warum. War wieder eine schöne Hüttenwanderung. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.